Marlene, wenn du dich jetzt sehen könntest, wie klein du bist und das Ganze sieht so aus, als wäre es ein ganz normales Reisemobil. Nein, irgendwas stimmt nicht. Im Land der Lilliputaner, sage ich jetzt mal, da wäre das Fahrzeug bestimmt ordentlich gewesen. 1,72 Meter bist du groß. Genau. Ja, du gehst komplett unter vor diesem Fahrzeug. Warte, ich zeig's mal gerade. Du kommst gerade mal, genau, wenn du mal hochhältst. Ich gehe mal gerade zurück, dass wir das mal sehen. Also selbst mit ausgestreckter Hand kommt sie mal zum ersten Fenster hin und damit ist sie schon über 2 Meter groß, denn das Fahrzeug ist knapp 3,50 Meter hoch und es sieht so aus, als wäre es einfach nur ein aufgeblasenes Wohnmobil gewesen, ja. Denn es ist riesig. Wenn du mal kurz mitkommst mit mir, wir schauen uns das mal zusammen an. Ja, 9,15 Meter lang, das ist schon eine ordentliche Länge und ja, knapp 3,50 Meter hoch. Da hat man viel Platz. Wir werden gleich mal reinschauen, in alle Klappen schauen, werden uns das Fahrzeug mal genau anschauen. Ein Phoenix. Phoenix schon mal gehört? Gehört ja, gesehen noch nicht. Noch nicht. Fangen wir an. Ja, vorne die Front ist Automobil. Wir haben einen Busspiegel vorne drauf. Jede Menge Klappen. Iveco Daily ist drunter. Und ja, 7,2 Tonnen Klasse hier, die wir hier haben. Und das ist so das automotive Gesicht von dem Fahrzeug. Topliner 9000 BML von Phoenix. So, sind ein bisschen eingeengt. Wir sind bei Glück in Sulzermoos bei der Freistaat Caravaning und hier vorne steht er. Groß. Und wir schauen uns dann gleich mal von der anderen Seite an. Hier ist er, der Topliner 9000 BML mit Dekor Steineiche. Und der kostet 297.604 Euro. Ja, das ist die Lichtanlage, die mit drin ist. Und so sieht das Frontdesign aus. Ja, ein richtiger Liner eben auf 7,5 Tonnen Basis, also zu fahren mit dem guten alten C1 oder C1E, dem alten Dreier, den du ja auch noch hast. Ja, den habe ich noch. Ist halt die Frage, ob man es dann kann, ja, wenn man ihn hat, oder? Also ich habe mich bis jetzt noch nicht getraut, nein. So, ja, wir schauen uns mal das Fahrzeug von der Seite an. Die Höhe haben wir ja mal eben mal kurz gezeigt. Im Vergleich dazu ein Loft 79L daneben von Morelo, der gute, ich sag mal 15 cm tiefer ist. Und vielleicht mal hier vorne, fangen wir mal an mit der Heckgarage. Hier drin ist 2 Schlösser, ein Magnetverschluss an der Seite. Marlene, walte mal deines Amtes, wir machen ihn mal auf. Und es ist eine wirklich große Garage. Wenn du mal kurz reinsteigst, dass man mal die Größenverhältnisse sieht. Bitte. Ist ordentlich, ja? Ja, also Bücken funktioniert auch. Es ist wirklich ordentlich. Also da kriegst du schon was rein, ne? Auch hier Ablagen, falls man die Schuhe im Winter ist doch ganz praktisch. Ist es das, was ich denke? Nee, oder? Das sieht aus wie eine Heizung. Schon, Also ne? der Heizungskreislauf, der hier mit dazu ist, dass das Ganze noch beheizt ist. Das ist ja nicht schlecht, ne? Also im Winter kannst du dann deine Sachen hier trocknen lassen. Skier jetzt zum Beispiel. Also Schuhe, Kleidung. Der Boden ist natürlich aus Riffelblech. Hier drinnen ist noch der Wohnraumboden mit drin. Hier vorne habe ich noch Ablagefächer. Aber wenn du mal kurz drin bleibst und dich mal gerade hinsetzt, dann sehen wir nämlich ungefähr mal die Größenverhältnisse. Das heißt, du könntest locker hier dein Zelt aufschlagen, oder? Hier hinten. Ja, oder der Mann dann, ne? Der nicht brav war, könnte ausquartiert werden. Ausquartiert werden. Das gleiche auf beiden Seiten. Wir gehen mal kurz auf die andere Seite dann gleich mal. Das machen wir gleich mal Anschluss. Und schau mal, ich kann nämlich komplett durchladen. Ja, komm doch mal raus, bitte. Steckdosen mit drin, die sind hier vorne. Der Lichtschalter natürlich auf beiden Seiten. Schön ist das Riffelblech hier unten. Ja, eine Steckdose. So, die Ladekante ein bisschen höher. Also wenn ich das jetzt mal vergleiche hier, das ist ungefähr die Ladekante im Vergleich zum Morelo, der doch wesentlich tiefer ist zum Einladen, aber vielleicht auch nicht den gleichen Platz hat. Daneben steht
ein 79L von Morelo. Ja, mach nochmal zu, bitte. Das ist das Heckdesign. Auch Automotive, so ein bisschen Reisebusmäßig. Und ist ziemlich eingeparkt. Aber cool ist, wir werden uns jetzt mal innen umschauen, das Ganze mal ansehen. Hier vorne die nächste Klappe, bitte. Da, Victron Energy drin. Votronic. Und guck mal, die ganz kleine Schmelzsicherung, die da eingebaut ist von Siemens. Da hinten siehst du die. Guck mal, geradeaus, hinter der Plexiglasscheibe. Ah, ja. Siehst du die? Ja. 315 Ampere, die hinten drin hängt. Da vorne ist nochmal ein Steuergerät von Votronic. Und hier haben wir ein Victron Energy Multiplus mit 3 kW Wandler. Cool. Ist ja interessant. Eine 315 Ampere Sicherung. Sieht aus wie im Umspannwerk. Zuleitung, Verteilung 63 Ampere. Mach nochmal zu. Ja, ist auf jeden Fall sauber gemacht. Mit Liebe. Das kennst du, oder? Was Ja. so laut ist in der Nacht. Wenn man auf dem Klo war. Du meinst die Toilette, ja. Der Zahacker ist da drin, ja. Der Zahacker, ja. Das ist Denn wir haben einen Festtank hier mit drin. praktisch, ja. So, dann nächste Klappe. Hier sieht aus wie ein Staufach. Ja. Die Wassertanks. Hier hat man eine richtige Haushaltsverrohrung mit drin. Blau ist meistens Frischwasser, schwarz ist Fäkal- oder Abwasser. Ja, theoretisch kannst du ein bisschen noch nach links durchladen, oder? Wie ist das mit den Leitungen dann? Das geht. Da hätte man da jeden noch einen Fall. Stauraum. Und hier habe ich dann Tanks. Das Ganze, kann man es eben schön sehen, ist spezielles Material mit PU-Schaum. Hier ist die Stromversorgung angeschlossen. 230 Volt mit einer Durchreiche. Und die nächste Klappe, Spannung. Oh ja, Stauraum, Ah ja, diesmal sogar mit Durchreiche, ne? riesig. Die ist echt riesig. Das erklärt natürlich, warum das Fahrzeug so hoch ist, weil der Stauraum halt so riesig ist. Hier vorne links. Bisschen wie Weihnachten. Das finde ich ja praktisch hier, ne? Mit den Was? Magneten. Das habe ich noch nicht gesehen irgendwie. Die Magneten. Ja, dass das hier so, ne? Man hat ja immer Angst, dass man ja anstößt. So, und hier vorne habe ich noch einen kleinen Stauraum, da ist auch AdBlue mit drin, der Tank und die Leichtmetallfelge. Könnte Fahrzeug bei Meier sein, zumindest kenne ich die Felge da. So, da haben wir die Busspiegel mit drin, wieder mal in der Dreieranordnung, wie du das kennst. Das große automotive Fenster an der Seite, das gucken wir uns gleich mal von der Seite an. Und die Front. Ja, die Seiten gleich in grün wahrscheinlich, vorne. Die Fahrzeugbatterie, der Dieseltank ist hier. Ah, ja. Der Dieseltank ist hier vorne, okay. Ist innen. Zumindest kann dir keiner den Klauen? klauen, Diesel klauen. Hier ist die Durchreiche Ah, ja, dann. genau. Ja, ist schon groß. Also wenn du überlegst, dass du komplett den ganzen Fahrzeugboden durchladen kannst. Da passt was rein, definitiv. Ein paar Säcke Hundefutter, ne? Ein paar Säcke Hundefutter. Ah ja. Die Gasflaschen. Halterung. Stück. Ja, genau, für 2 sogar. Do-Control. Gut, in der Leistungsklasse ist Do-Control, glaube ich, ganz normal. Vorne sind noch Fernbedienungen mit dabei. Und Zuführung. Wenn du das mal kurz zeigst, da oben die Klappe. Das ist der Spülanschluss für den Fäkalientank, steht drauf. Dann hier vorne haben wir wahrscheinlich weitere Spülanschlüsse und Frischwasser und Grauwasser. Achso, und er hat Frischwasser und Grauwasser getrennt. Das heißt, du kannst wahrscheinlich fürs Klo einen eigenen Tank bedienen, der nicht so ganz so sauber sein muss. So, hier vorne, was ist da drin? Oder haben wir die schon aufgehabt? Ich glaube, das war ja die. Nee, das ist die Entsorgung. Außendusche. Mit einer Außentusche sogar. Das ist ja schick gelöst. Ich kenne das immer hinten im Heck, aber warum nicht? So, und hier ist die Entsorgung, Fäkalien, Abwasser, Frischwasser.
falls man den Tank dann doch mal entleeren möchte. Ja, alles ziemlich cool gemacht. Auch von der Verarbeitung her, hier ist die alte Fußbodenheizung, die durchläuft, die sich wahrscheinlich hier drin befindet, denn hier ist der alte Auslass. Ja, Oh ja. eine 3020 kompakt mit Wärmetauscher und der Softpumpe von Lilly. Bisschen wie Weihnachten. Du meinst, mal gucken, wo was ist? Klappen öffnen. Ja, hier sind die Aufbaubatterien, 2 Stück AGM, die hier drin sind, plus nochmal der Frischwassertank. Jetzt gleich mal die Dimensionen, die haben wir ja abgefilmt. Und oben die Fenster. Ja, so sieht das Fahrzeug dann von hinten aus. Kurz mal gerade zurückgehen. Ja, ein ausgewachsener Bursche. Was interessant ist, das Design vorne ist nicht so gerade runtergehend, sondern ist leicht gebogen. Und dadurch kriegt so einen Buscharakter, nenne ich es mal. Ja, es ist leicht geschwungen, ne? Das sieht echt modern aus. Sehr schön. Ja, der Topliner 9000 BML. Wir sind bei Glück in Sulzemoos. Vielen Dank, dass wir filmen durften. Iveco Daily 72C18 mit 210 PS. Und natürlich einer interessanten Innenausstattung, die wir uns jetzt am besten mal anschauen. Haben uns mal alles aufschließen lassen, was irgendwie geht. Ja, das Fliegengitter, fast obligatorisch. Die Aufbautür. Das ist aber wichtig. Das Fliegengitter. Ohne das Fliegengitter will ich kein Wohnmobil haben. Aus Aschbach kommt die Firma Phoenix. Shell Fahrzeugbau. So, der Boden, so eine Art Schiffsbodenoptik mit dabei. Hier rechts an der Seite hast du direkt mal ein Fach, wenn du das mal kurz öffnest. Ah ja. Ja, da kannst du ja vielleicht die Hausschuhe reinstellen. Ja, die könnte man natürlich auch hier reinstellen, weil da hätte man das direkt neben dem, ich sag mal, Eingang. Das wäre möglich. So, und Achso, ich hätte jetzt hier die Schuhe reingestellt, die ich innen drin trage und Ja. hier außen natürlich die Außenschuhe ausziehen. okay, so machen das ja viele. Die ziehen sich so Überschuhe an, die du mal irgendwie reinmachen kannst. Hier vorne ist der Griff, wenn du mal kurz vorgehst. Ja, oder dicke Socken. Da oben ist die Beleuchtung. Und wir gehen mal kurz rein. Ja, viele Schalter. Der Gläserschrank an der Seite. Und Ausstattung mit Hubbett. Das Hubbett nicht ganz so tief diesmal. Ich habe es mal gerade ein bisschen runtergelassen. Da vorne ist ein Schalter, guck mal auf der rechten Ja, Seite vorne. Wenn du den mal kurz nach oben drückst. Nach oben? Ja, Nach oben. dann fährst du mal ganz hoch und dich jetzt mal drunter stellst, bitte. Von der Größe her. Du bist 1,72 Meter. Ja, Geht. ja, also wenn ich noch Da ist Schluss. Aber das ist wirklich okay. Also ich kann mich hier so leicht gedrückt. Man muss sich nicht wirklich ganz runtergucken. Das ist uns das. Fahrerbereich möchtest, die Kabine nicht. Da ist das Rollo. Guck mal da auf der linken Seite auf dem Fahrer. Hier? Nee, ja, genau. Das ist mal ein Rollo an der Seite. Schiebefenster mit drin. Wie bei Morello. Dann schauen wir mal. Ah ja, das Fliegengitter auch. Ne? Also wenn du wirklich nur ein bisschen Sichtschutz haben möchtest. Kann man oben rausschauen. Genau, Privacy, so heißt das doch, ne? Mach nochmal auf. Dann schauen wir uns mal das Cockpit an. Das ist das Original Iveco Daily Cockpit, was hier voll integriert wurde. Das heißt, hier an der Seite habe ich die Anschlüsse. Die Kunststofffarbe ein bisschen anders. Da sieht man es, wo das Ganze beginnt. Und das ist so die Charakteristik im Innenraum. Ja, das 8-Gang ZF Automatikgetriebe. Das Multifunktionslenkrad mit dabei. Gucken. Ist in dem Fall nicht abnehmbar. Da vorne ist ein Rollo, guck mal gerade, auf der linken Seite. Du meinst jetzt den Der Schalter, ja, den genau. Schalter. Dass man gerade nach unten ist. Da ist der Rollladen. Okay, nochmal hoch. Von Alulux. Aluminiumrollladen dran. Und
Dann hat man nochmal das ganze Thema Privacy hier unten. Da ist nochmal ein Rollo, das man gerade hochfährst. Dann kann man sich nochmal gegen störende Blicke von außen nochmal vereinzeln. Das Originalradio ist hier mit drin. Ja, das ist das Original-Cockpit von Iveco. Dann habe ich vorne die Ablagefächer von Iveco. Integration machen wir kurz auf, oben drauf. Das hier? Mhm. Wie geht das? Schon ein bisschen feste. Ah ja, einfach ziehen. Einfach ziehen. Ich habe immer Angst, dass ich was abreiße. Das ist ein Nutzfahrzeug. So sieht der Boden dann aus, die Integration. Ja, auch hier, wenn du mal kurz einen Schritt zurückgehst, Ja, gerne. dann fahren wir nämlich mal, zeige ich mir gerade das ganze Cockpit komplett, wie es aussieht. So sieht es aus. Und fahren am besten mal das Bett mal komplett runter. Ja, aber von der Tiefe her ist es auch okay. Also ich denke, Ja, das reicht doch. Also ich finde das sehr angenehm. Vor allem, ich denke, du denkst, es ist tiefer, aber das ist ja auch höher noch einmal, ne? Ein Stückchen also gegenüber den anderen. Das Fahrzeug hier. ja, mit 3,50 Meter Höhe auf jeden Fall, Also ich find- du wirst Schatten mit dem Auto. Ja, das könnte passieren. Aber ich finde jetzt den Abstand vom Bett zur Decke ist komplett ausreichend. Das ist auch nicht der großer Unterschied jetzt, was wir beim letzten Fahrzeug hatten. Sehr angenehm. Oben habe ich Schalter mit drin, Beleuchtung mit drin. Ich habe ein eigenes Fenster, kann hier vorne zuziehen. Bin dann ganz alleine. Ja, fahr nochmal hoch bitte, das Hochbett. Ja. Elektrisch. Ist nochmal zusätzlich hier gelagert an der Seite. Und weg ist das Bett. So, großes Panoramafenster hier. Das ist das zentrale Phoenix Bedienfeld mit der Alde-Heizung mit drin von Votronic. Habe ich nochmal einen Schalter mit drin. Die Alde-Heizung. Ist jetzt ausgeschaltet. Und ja, das Bicolor Leder. Wenn du die mal kurz umdrehst, die Sitze. Einmal nach vorne. Das wäre jetzt so praktisch Fahrersituation. Andere Seite. Andere Seite. Achso, Anschluss. Ganz hinten. Und dann ziehen. Ah ja. Da ist es. Wenn du den mal ganz zurück machst mal. So, dann zeigen wir mal gerade, das wäre jetzt Marlene als Chauffeurin gegen das Licht gefilmt. Das wäre dein Traum, oder? Dass ich dich mal durch die Gegend fahre. Ich hoffe. So, ja, das Bicolor Leder, das ist so, wenn du gerade da vorne ziehst, an dem, nee, guck mal da vorne an der Seite, guck mal an der Seite, da Das ist hier? genau, zieh mal hoch Ja. und dreh mal den Sitz. Genau, Drehen, gedreht, weiter. einfach weiterdrehen Weiter. und jetzt ein klein wenig nach vorne den Sitz. Genau. Und jetzt könntest du ihn wahrscheinlich ganz drehen. Ja. Der Vorteil von einem abnehmbaren Lenkrad, aber es geht. Und hier wäre dann die Möglichkeit, was zu montieren. Aber ich befürchte, dass da oben drauf der Fernseher drin ist. Ja, die Sache? das habe ich schon auch gesehen. Jetzt bin ich nur Gucken wir mal. gespannt, wo da der Drücker ist. Das kriegen wir gleich mal raus. Das muss ja einer von den Schaltern hier sein, oder? Denkst Nee, du? das Licht habe ich schon Das ist ausprobiert. Licht, ja. Wo bist du? Du das findest jetzt. Bitte. Ist das irgendwo integriert? Siehst du, es ist ein Fernseher hinter. Guck mal, die sind nämlich ganz. Das ist auf jeden Fall schmal. hier ganz schmal. Guck mal. Ich hatte gehofft, dass hier irgendwo der... Da vorne ist noch ein Schalter, guck mal. Da, die Jalousien, siehst du die? Ja, das haben wir Das schon könnte, gehabt. genau, wenn du da mal drauf drückst, da ist er.
Steht Traujalousie, aber es ist ein Alphatronics dahinter. Ja, ich hatte eigentlich gedacht, das ist wirklich für die Front, ne? Aber nein, es kommt jetzt der Fernseher. Die Front von vorne. Ja, Vorteil auch noch, du kannst jetzt von da aus natürlich wunderschön auch Fernseh schauen. Der ist hier vorne da, aber es gibt noch einiges zu sehen, denn das Thema Stauraum ist ja ganz wichtig bei so einem Fahrzeug. Wenn ich schon ein Hubbett habe, fehlen ja vorne die Schränke. Und da gibt es eine kleine Überraschung unter der Sitzbank. Machen wir bitte auf. Denn auch hier komme ich an einem großen Stauraum ran, den ich auch gut beladen kann. Da vorne ist nochmal dieses Schuhfach und oben drauf kann ich nochmal was machen. Genau, du kannst auch nochmal vielleicht die Putzutensilien von den Schuhen. Ja. So. Dann der Tisch, auch den werden wir jetzt mal ausprobieren. Du liebst ja diese Tische. Der ist wahrscheinlich schon offen. Genau, jetzt ist er wahrscheinlich zu. Du meinst? Genau, bewegen. Und so. Nee, es sollte auch in die andere Richtung gehen. Wenn du es jetzt einfach mal ziehst. Genau. Ah, ja. Du hast recht. So geht er auch komplett. Klasse. Ja, das heißt, wenn einer aufstehen möchte, kann er den Tisch mal kurz ein bisschen bewegen und hat Beinfreiheit. Was ich auch gut finde, ne, dass die Säule auch in der Mitte ist. In der Mitte? Ja, relativ in der Mitte vom Tisch die Säule, dass man nicht immer aneckt. Dass man den beiseite schieben kann. Ja, Alternative ist eine Barsitzgruppe. Naja, hast du was gefunden? Das sind die Gurtplätze, 2 Stück. Ich schätze mal das, ja. Und das ist wohl der Umbau zum Gurtplatz. Wahrscheinlich kannst du das ja auch Ja. mal umbauen. Ja, das einmal weg. Ich gehe davon aus, dass da auch nochmal Stauraum ist. Jawohl. Sag mal. Ja, da ist auch nochmal ein großer Stauraum mit drin. Und vorne, ja vorne, das kannst du umbauen, dass du sitzen kannst. Das heißt, du kannst das Polster rausnehmen, Ja. dass 2 Leute nochmal sitzen können, je nach Konfiguration. Ja, und da ist auch nochmal Stauraum, denke ich mal, darunter, ne? Wenn das nicht genutzt wird zum Sitzen. Jetzt will sie es aber wissen, die Marlene. Du unten nämlich aufmachst, Wenn wir schon mal dabei sind. da ist nämlich die Sitzbank und da kann man die Beine reinstellen später. Und du hast alternativ deinen Stauraum mit dazu. Nachdem wie die Konfiguration ist. Wenn du dich also hier anschnallen möchtest, kann man da die Beine reinstellen. Ja, ich frage mich, ob man das dann auch wieder verlängern kann. Hier, Dort unten? Ob man das hier wieder verlängern kann als Notbett. Ja, die Frage ist es absenkbar? Nein. Also der Tisch ist nicht absenkbar. Gut, aber hier drauf passt ja auch ein kleines Kind, ne? Ja, hier könnte auf jeden Fall ein kleines Kind schlafen. Wenn du die weggenommen hast, die Lehne hier. Das würde auch noch gehen. Viel Platz. Oben Stauräume, wenn du das mal kurz aufmachst. Ja, gerne. Tief mit Rausfallschutz. Ja, und hier nochmal die Ablage, ne? Also wenn man irgendwie mal die Brille oder die Handschuhe, die Mütze, irgendwas, was halt ganz flott erreichbar sein soll, ablegen möchte. Ja, große Küche. Ja. Was war das? Steingrau, kann es sein? Ich weiß es nicht mehr genau die Farbe, aber fühlt sich toll an. Es ist weiß. Auch wieder das integrierte Licht hier mit der Wand. Ist schön. Und ein paar mehr Anschlüsse. Ah, hier gucken wir sogar USB-Anschluss. Gibt es ja mittlerweile ein paar Geräte, die alternativ nicht nur die Steckdose Anschluss haben, sondern auch USB. Große Arbeitsplatte. Warte, ich zeig's mal gerade komplett, dass man mal gerade die Küche im Ganzen sieht. Da ist sie. Ich mache gerade ein bisschen heller. So. Und hier oben hat man die Schränke über der Küche dann. Soll ich öffnen? Augenblick. Ich muss gerade einmal ganz kurz mal das komplett zeigen. Ich bin immer so ganz gespannt. Die Revisionsklappen, die kenne ich gar nicht bei Morelo. Die mal gerade aufmachst, so eine. Gucken, was da drunter sich verbirgt. Mal die einfach so auf. Weiß ich nicht. Musst du mal probieren. Nicht. Geht nicht? Mal, da musst du was Servicetechniker. zum Anhebeln, denke ich, brauchst du so einen kleinen Haken. Kriegen wir raus. Ja. Aber mit dem Finger kriege ich es jetzt so nicht Geht. raus. Ja, hier vorne hat man große Schränke. Machen wir auf. Ja, Schubladen, ne? Auf Entdeckungstour. Wir hätten ja auch den lieben Verkäufer mal fragen können. Aber wir haben gesagt, komm, wir machen es mal. Wir gehen mal auf Entdeckungstour im Phoenix. Möbelbau wie in einer richtigen Küche. Ja. Ne? Geht auch Die gehen schön zu. Die gehen auf jeden Fall Schön zu. schön zu, ja, gescheit. Hier hast du nochmal eine Ablage, vielleicht für das Putzzeug. Und, oh super, nochmal Mülleimer, aber ein ordentlicher Mülleimer würde ich jetzt mal behaupten, um zu trennen.
Großes Trennsystem. Ja. So, und vorne Spüle. Hinten ist ein Abtropfschale drin. Also ich finde auf jeden Fall die Arbeitsfläche echt grandios gelöst hier in dem Bereich. Ne? Du kannst hier wirklich gut schnibbeln, vorbereiten. Gut, vielleicht noch die kleine Kaffeemaschine hier noch ergänzen, wer das haben möchte. Ich muss immer oben gucken, ob es ja nicht noch eingebaut ist. Ne, hier ist keine, aber wir werden gleich mal schauen. Vielleicht ist ja irgendwann nochmal integriert. Dahinter ist das zum Rausnehmen. Guck mal da, das Abtropfgitter. Ja. Da ist noch ein kleiner Ausguss. Ja. Tatsächlich. So, und hier vorne hast du den Fächer für Gewürze oder Spülmittel, was man immer da reinmacht. Das ist der Wasserhahn, der Dreiflammenkocher von Tedford. Ja. Der wirklich riesig ist, kriegst du wirklich 3 Töpfe drauf. Ja, das sieht gut aus. Ne? Einen großen Topf, kleinere Töpfe oder die Pfanne. Ist gut. Dann nochmal 3 Schubladen. Ja, ich bin mal gespannt. Ah, da ist das Besteck. Na, das habe ich jetzt gerade eben. Meistens ist es immer im rechten Bereich, aber das ist auch gut gelöst. So, ich kannte das zumindest. Hier sind die Vorhänge, genau. Da hast du auch nochmal ordentlich Stauraum. Und oben drüber haben wir die auch schon gesehen. Nein, noch nicht. Ich fange schon wieder an zu. Na, wir sind in Bayern und ich fange schon wieder an. Sind in der Nähe von München. Nicht in Unterfranken. Nein, Oberfranken, wenn schon. Oberfranken, wenn schon. So, das ist uns. So, jetzt bin ich gespannt. Meinst du, das ist einer? Ja, zieh mal raus. Nein. Ein Kleiderschrank. Ein Kleiderschrank. Das Direkt ist ja am auch Eingang. flott gelöst hier, ne? Mit Sicherungskasten. Wie zu Hause. Nee, das finde ich, aber ich finde das schick gelöst, ne? Das ist normalerweise, nimmt das immer Platz weg. Also hier haben sie es tatsächlich einfach integriert und den Platz davor kann man immer noch ordentlich nutzen. Die Kleider sind ja schnell beiseite geschoben, wenn man was nochmal haben möchte. Großen Kleiderschrank. Ich gehe mal gerade einen Schritt zurück, dass man mal sieht, wie groß der ist. Ja. Du dich mal gerade daneben stellst, als Größenvergleich, 1,72. Also geht komplett von oben bis unten. Ja. Und ist auch direkt neben dem Eingang. Ja, Kleiderschränke kann man nie genug haben. Wir können sie gleich mal durchzählen. Da ist ein großer Spiegel, ist da nochmal drin. Ja, also hier würde ich auf jeden Fall die Jacken aufhängen. Ich bin gespannt, ob das hier nochmal einen gibt. Schauen wir mal. Sehen wir gleich. Ich glaube ja. Ich habe schon mal ein bisschen nach hinten geschaut. Ein Kissmann Kompressorkühlschrank. Das heißt, der geht nicht mit Gas, der geht mit Strom, mit 12 Volt. Und macht richtig kalt. Und so, jetzt bin ich mal gespannt. Die unterste Schublade. Die quietscht. Die quietscht immer. Oh, wie schön. Hier gleitet sie einfach. Eine normale untere Schublade. Das wird wahrscheinlich kaum einer verstehen, aber... Aus München, Kissmann. Gefrierfach. Doch auch ordentlich Ja. Platz. Ist doch super. Kompressorkühlschrank, ja, das ist wirklich praktisch. Das heißt, der macht auch im Sommer bei extremen Außentemperaturen richtig kalt. Meinst du, die kann man noch öffnen oder ist die nur Dekor? Das ist Dekor um die Blende. Ich denke schon. Okay, ja, das tut sich nicht. Also nochmal Stauraum. Große Schublade. Ja. So, und jetzt hast du hier Zugang zum Badbereich. Ja. Kannst du schließen. Tschüss. Also zumachen, wenn man sich mal fertig machen will. Übrigens, kleines Detail, hier oben ist noch ein Dunstabzug, also ein Lüfter, der in und out bläst, elektrisch. Und Oh, wow. was ist wow? Das sieht ja schick aus. Marmor. Naja, ich meinte so die Beleuchtung da drin, ne? Hintergrund beleuchtet. Fühlt sich so ein bisschen wie im Spa. Private Spa. Und was ich toll finde, ist die Stange hier. Ne? Kannst du ja wirklich tatsächlich deine Badetücher auch abhängen zum Trocknen. Ja, oder Skisachen. Oder ja, je nachdem. Wobei die Skisachen hätte ich wahrscheinlich außen. So, ich hoffe, ich kriege das wieder dran. Ja, du kriegst das dran. Die Sicherung. Ich da mal stehe, also ein wirklich großes Bad. Warte mal, ich zeige dich mal gerade davor, dass man mal die Größenverhältnisse sieht.
1,72 Meter. Ja, in der Dusche haben bestimmt auch Leute Platz, die wesentlich größer sind. Dann, was interessant ist, dass der Boden ist komplett durchgehend natürlich, wie alles hier in der Klasse. Also gefällt mir sehr gut, dass es in die Länge geht. Das streckt das Ganze nochmal. Es wirkt viel offener, aufgeräumter. Wenn es längs ist. Ja. So, jetzt hast du hier oben kleine, guck mal hier, so kleine Lampen mit drin. Ja. Auf der rechten Seite, mach mal an. Kommst du dran? Ja. Damit kann man sich hier nochmal beleuchten. Guck mal, ein Schminkspiegel. Ah ja. Jetzt seht ihr alle Poren wahrscheinlich wieder. Warte. Da ist er. Die Vergrößerung. Dann ganz, ganz großes, warte. Da, was ist da drin? Ah ja. Toll. Stauraum. Hier, guck mal, mit integrierter Steckdose. Da kannst du dann auch deine Zahnbürste innen drin reinstellen und es blinkt nicht nachts, deine Zahnbürste. Oben ist am Himmel ist Stoff überall. Edel. Ja, sehr edel. Schön. So, und dann das gleiche nochmal auf der linken Seite. Genau, kann man ja dann trennen. Jetzt zeige ich mal gerade das Waschbecken komplett. Ist groß. Ja, guck dir das mal an, diese Ablagefläche links und rechts, also toll. Und da ist ja wieder noch eine Steckdose rechts. Dann die Putzbecher, die Seife, wie gesagt. Und was ich sehr gut finde, dass man tatsächlich auch seine Zahnbürste, wenn man das möchte, verstecken kann im Schrank. Es fliegt nicht herum. Mach mal auf so ein Fach. Und das ist gut. Es gleitet rein von selbst. Warte. Hammer. Ja, Ja. tut es. Wenn man loslässt, nicht so wie ich zaghaft bin. Das tut es. Ja, da kriegst du was ordentlich rein. Shampoo, wenn man auch noch ein bisschen ein paar Hairstyling-Produkte hat, die sind ja meistens größer, ne? Also Haarspray und so weiter, die kriegst du hier locker rein. Von der Küche direkt zum Bad. Da ist die Küche. Nochmal von der anderen Seite. Warte kurz, wenn das mal gerade auffällt. Jetzt fahren wir gerade noch eine Kamerafahrt auf die Küche. Und ja, da sind die Schubladen unter dem Waschbecken. Auch die sind groß. Ja, definitiv. Vor allem guck doch mal her, wie viele Schubladen hier sind. Ich kenne das normalerweise, dass man irgendwie so eine kleine Ablage immer nur hat. Warte, ich war wieder nur zu zaghaft. Und hier hast du auch nochmal. Wahnsinn. Ich meine, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 8 Schubladen. Wahnsinn. Plus noch natürlich im Schrank, ne? Der Bereich. Ach so. Wie ist denn das eigentlich? Nee, Das ist nur Deko, ne? das ist Deko. Wahrscheinlich Also geht's Dekor. da nach innen nochmal rein. So, jetzt kannst du hier zumachen. Großer Spiegel. Genau, wenn du mal. Oh. Da sind wir. Ist das alles oder muss man da was mit dem Schutz? Mach mal auf. So, wenn du das mal gerade machst von der anderen Seite. Du hast nämlich eins nicht gesehen, was dahinter kam. Ach nein. Großer Spiegel, Der Spiegel. Toll. den du dich komplett sehen kannst. Ja, super gemacht. Finde ich schick. So, und hier ist der Handtuchhalter mit dabei, natürlich beheizt. Eine, Ist da auch die Halterung für die Toilette, für das Toilettenpapier? Warte mal, normalerweise ist es doch immer hier in dem Bereich. Vielleicht wird das ja noch ergänzt. Fenster mit drin. Ich lache dann immer, dann ist das Toilettenpapier gewärmt. Wahrscheinlich wird das noch angebracht, wo es festgemacht wird. Was ist da drin? Staufach. Nochmal tatsächlich. Ja, da hätte ich auf jeden Fall dann WC-Utensilien und also sprich Reinigungsmittel, wenn man das möchte, verstauen. Ja, das Bad. Ja, kommen wir dann zum Schlafbereich. 2 große Kleiderschränke wahrscheinlich, links und rechts. Einer hier, So gehört sich das doch. nochmal mit jede Menge Schubladen. Und drunter der Stauraum, der war ja auch nochmal riesig. Ja. Und das Ganze ja nochmal, ne? Auf der anderen Seite. Nicht nur einmal, sondern zweimal. Und wenn man die Regalböden nicht möchte, dann kannst du ja alternativ tatsächlich die 2 Aufhänger nutzen. Was ich sehr gerne mache. Ich falte nicht so gerne. Die 2 Aufhänger?
Ja, um deine die unten. Kleiderstangen meine ich. Achso, die Stangen. Warte, Kleiderstangen, ich sag Aufhänger dazu. So, und jetzt das Bett. Tu dich mal draufsetzen mit dem Popo. Ja. 2 Stufen. Ist bequem? Ja, sehr bequem. Tolle Matratzen. Wieder mag ich. Ein Froli.com System. Wirklich toll. Schlafkomfort. Guck dir das mal an. Schränke. Schränke. Überall Schränke. Und Die sich auch nicht berühren die gegenseitig. berühren sich nicht. Das ist mir schon wie oft passiert in meinem ganz alten Wohnwagen. Da habe ich... hier, das wirst du jetzt nicht mehr sehen, aber das sind auch nochmal Anschlüsse. USB, Strom. So, eine indirekte Beleuchtung. Hier oben nochmal ein Dachfenster mit drin. Ja, da ist auch die Regelung. Der Heizkörper-Thermostat. Genau. Dass du hinten also auch ein bisschen kühler machen kannst oder wärmer, je nachdem. Ja, und da sind die Luftausströmer von den Heizkörpern. Meinst du, unterm Bett ist auch noch mal was? Ja, unterm Bett ist wahrscheinlich die Garage, aber hier könnte noch eine Klappe drin sein. Das ist übrigens dieses Froli-System mit den Tellern. Das ist genial. Der Schlafkomfort. Ja, pur, wirklich. Also darunter ist nichts mehr. Nee, das ist auch schon festjustiert. Aber hier habe ich was gesehen. Noch ein Stauraum. Ja, ein kleiner hier nochmal. Versteckt. Ja, da kannst du vielleicht deinen Schmuck hinmachen, oder? Genau. Ja, Da kommt direkt an der Quelle, ne? ein Karäter kommt da rein. So. Ja, das war eigentlich schon die Roomtour. 300.000 Euro, wenn Sie die über haben und sich eine Wohnung auf Rädern nochmal leisten möchten. Warum nicht Phoenix? Mit Fernseher. Und im Großen und Ganzen ist die Anordnung aber gleich wie bei den meisten anderen. So, das sind die Transportsicherungen. Ja, ich teste das gerade, aber das ist kein Problem. Also wirklich, einfach hinten aufstecken auf der Schiene. Und ich glaube, dieses Knopfsystem, kommt das nicht aus dem Bootsbereich? Ja. Ja, ne? Die sind echt genial. Haben wir auch an unserem Halsband vom Hund. So, hier oben ist dann nochmal die Öffnung. Klappe. Gut, gehen wir raus. Das ist nochmal so ein Alcantara, sieht es fast aus, in Bezug. Ah, da sind noch die Boxen, schau mal, integriert. Die kleinen. Ja. Schön. Gut, das Bicolor-Leder, das ist halt eine wirklich Geschmackssache. Kann man sich wahrscheinlich frei wählen. Also mich erinnert das jetzt so ein bisschen an Diner-Style, 50er. Ich mag sowas zum Beispiel. Das ist Retro. Amerikanisch. Genau, amerikanisch, ja. Ja, sind in Sulzemos bei der Freistaat. Glück. Und hier ist er, der Topliner 9000 BML auf Basis Iveco Daily. 297.604 Euro mit 19% Mehrwertsteuer und einer tollen Ausstattung. 9,15 Meter lang, 3,47 Meter hoch, 2,45 Meter breit und 7,2 Tonnen. Marlene, komm mal her, bitte. Dein abschließendes Urteil. 9,15 Meter lang. Ordentlich, oder? Ja, ordentlicher Wohnraum auf. Wie viel Schlappen hat er? 2, 4, 6, 8? Was denn? Reifen? Ja. 6 Reifen. 6 Reifen, okay. Hinten hat er Zwillingsbereifung drauf. Auch, aber das habe ich jetzt gerade nicht gesehen. Iveco Daily mit dem großen Chassis. Und das ist das Fahrzeug dann von hinten. Ja, wir werden es auf jeden Fall mal nochmal ausfahren. Ja, wir haben noch 2 weitere Phoenix, etwas ältere. Ja, das heißt etwas ältere, ein kleines bisschen älter, die werden wir euch gleich mal zeigen. Ja, und ja, vielen Dank nochmal an Glück bzw. Freistaat hier in der Nähe von München in Sulzemos. Vielen Dank, Marlene. Bitteschön.